Pulse Open, Wettkampfflüge in der Vogesen. Let's go! Salut zusammen! Ich war in der Vogesen am Pulse Open. Dass ihr euch ein bisschen vorstellen könnt, wo das ist etwa hier. In diesem Video zeige ich euch, wie es mir auf dem ersten Task so ist ergangen. Vor dem Start haben wir noch alternativen Standort zum Warten auf den Erststart diskutiert. Wenn man nach dem Start hier überfliegen, könnte man den ersten Sektor unter einer Wolkenstrasse fliegen. Zu dem komme ich dann noch. Jetzt schauen wir doch zuerst mal, dass wir in die Luft kommen. Als ich dann mal hoch war, hätte ich eigentlich noch an den anderen Startort überfliegen. Aber orientierungsmässig bin ich irgendwie überhaupt nicht rausgekommen. Es ist recht lang gegangen, bis ich dann realisiert habe, wo man dort herfliegen müsste. Wäre ich da hier hängen? Ja, irgendwann habe ich es begriffen. Das war aber dann schon etwas spät. Ich habe es zwar noch probiert, aber habe es dann aufgeben. So, in einer Viertelstunde fängt der Task an. Ich bin im Moment am völlig falschen Ort, aber die Zeit sollte etwa sonst aufgehen, um dort noch gemütlich Höhe zu machen und dann parat zu sein. Mein super Spezialplan ist jetzt leider nicht aufgegangen, den wir hier im Schweizer Team besprochen haben. Aber immerhin hatte ich noch genug Zeit, mich gut zu positionieren. Hier ist es zwar nur schwach gestiegen, aber ich bin nicht so gerne ewig in diesem riesen Pulk, wo alle so dicht aufeinander fliegen. Dann ist aber der Erststart näher und näher gekommen und ich bin einfach zu langsam gestiegen. Fertig bröselt, jetzt müssen wir schauen, dass wir eine gute Position bekommen. Das ist dann auch tiptop aufgegangen. Ich habe dann den Start ganz gut verwünscht. Und dann haben wir zuerst mal eine grössere Querung vor uns gehabt. Dann habe ich den mal das erste Steigen ignoriert, weil ich davon ausgegangen, dass man über dem Gipfel vorne deutlich besser steigt. Hier vor mir haben das auch geschafft, bei mir hat es aber ein bisschen Gemurks gegeben. Also bin ich dann mal relativ tief los und den Turnpoint geholt. Ursprünglich wollte ich den Turnpoint rechts an dieser Flanke nehmen, aber dann irgendwann realisiert, dass das keinen Sinn macht und meine Route korrigiert. Dann bin ich dann gerade noch so über diesem Waldhügel angekommen. Hier musste es einfach raufgehen, sonst hätte ich dann ein Problem gehabt. Und das ist so. Und sogar ziemlich gut. Wir waren aber dort noch eine ziemlich grosse Gruppe, quasi die versammelte Sportklasse. Und mein Thermikflugstil hat mit dem von einzelnen anderen eben so gar nicht harmoniert. Wegen dem bin ich ein bisschen vor der Wolkenbasis losgeflogen. Bis zum nächsten Turnpoint war es dann ein Träumchen. Einfach am Pfeil nachfliegen und wenn es ganz fest piepst, dann drehen.
und zwischendrin ordentlich Gas geben. Hure geil. Hier vorne hatte es so eine fette Wolke, dass ich nicht ganz aufgetragen. Beim Turnpoint holen musste ich den Vollgas drücken, dass es mich nicht in die Wolke reinzieht. Dann ist es dann aber etwas schwieriger geworden. Die direkte Linie ist hier gerade über der Talmitte gelegen und irgendwie sind alle vor mir auch genau dort geflogen. Eigentlich hat es mir gedacht, rechts oder links über der Krete müsste es eigentlich viel besser gehen. Ich bin aber dann lieber mal dort geflogen, wo alle anderen durch sind, dann findet man einfacher Thermik. Ich war dann zwar schon fast beängstigend tief, habe aber dann gleich noch Thermik gefunden, gerade unter den anderen, die dort über mir getragen haben. Als ich dann bei der Basis oben angekommen bin, ich dann nicht mehr allein gewesen. Dann haben wir mal in Gruppen weiterfliegen. Aber die Wolken, die vor uns noch aufgetragen haben, waren eben gerade schon am Zusammenfallen. Irgendwie wollte er nicht so recht steigen. Hier sind wir jetzt alle zusammen schon ziemlich tief gewesen. Wir mussten aber noch mal richtig an die Basis aufdrehen, weil zum nächsten Turnpoint führen haben wir noch richtig weite Talquerung vor uns gehabt. Einer ist dann links über an die Krete und hat Thermik angezeigt. Und das war dann die Rettung. Dort konnten wir wunderbar aufdrehen. Es hat zwar ein Zeitchen gebraucht, bis wir den Schlauch richtig zentriert hatten, dann ist es dann aber perfekt gegangen. Beim Turnpoint vorne bin ich aber gleich so tief wie vorher noch nie. Ich bin dann einfach noch ein bisschen weiter hinten über die Krete reingeflogen, weil es mir gedacht hat, der vor mir steige dort ein bisschen. Zum Glück bin ich dort ein paar Meter über dem angekommen, so habe ich gerade haarscharfe Thermik verwünscht. Der andere hat das unten dran gerade nicht geschafft, der hat es grausam runtergewaschen, ich glaube, der hätte dann landen. So konnte ich mich einigermaßen retten und sogar zu den anderen, die noch etwas höher sind angekommen, noch fast aufschliessen.
Aber irgendwie hat es mir gedacht, es müsste doch neu noch ein gescheites Steigen haben und bin dann einfach mal weitergeflogen. Und das, obwohl ich wirklich nicht hoch war. Dann hat sich die Entscheidung für mich ganz selbstverständlich angefühlt. Im Nachhinein denkt es mir, es sei dann gleich noch mutig gewesen. Aber tatsächlich habe ich dann kurzum einen Wahnsinnsschlauch gefunden, der mich dann in no time an die Basis aufgepratscht hat und der Reise weitergehen konnte. Auch der nächste Schlauch ist dann wieder richtig geil abgegangen. Und dann konnte ich einfach im Vollgas unter der Woche durchheizen, ohne dabei Höhe zu verlieren. Am Schluss dieser Woche habe ich dann gerade noch mal ein bisschen aufgedreht. Weil das Steigen aber nicht so wahnsinnig stark war und ich eigentlich auch einigermaßen Höhe hatte, bin ich dann mal Ende früh losgeflogen. Beim nächsten Hügel ist es dann auch wieder gestiegen. 2 Vorflüger haben noch die ungefähre Position angezeigt. Aber als ich in diesem 1,5 Meter Steigen so am Drehen war, habe ich dann gesehen, dass der nächste Hügel so einen Waldkessel hat, der perfekt in der Sonne ist gestanden. Ich war zwar noch lange nicht auf Basishöhe, aber es hat mir gedacht, ich müsste dort eigentlich locker über dem Hügel ankommen. Also bin ich mal weiter. So, da la! Wir sind jetzt langsam gegen Ende des Tasks. Jetzt muss ich noch schnell ein bisschen beieinander bleiben, dass ich nicht auf den letzten paar Kilometern noch absaufe. Es sind jetzt noch 16,8 Kilometer zu fliegen. Ich bin jetzt da gerade relativ früh aus der Thermik raus, weil ich das Gefühl hatte, hier vorne müsste es eigentlich viel besser gehen. Es ist ein Waldhügel, der perfekt die Sonne angestrahlt ist. Oben dran hat es eine Wolkenstrasse. Und ich habe das Gefühl, das müsste perfekt gehen. Abgesehen davon brauche ich nur noch ein Gleiten von 1:15 bis zum nächsten Waypoint. Mit dem komme ich auch ins Goal. Insofern viel Höhe muss ich eh nicht machen. Ich muss einfach aufpassen, dass ich nicht am Schluss irgendwie noch im Talwind stehe oder so etwas. Aber ich habe das Gefühl, hier sollte man jetzt problemlos Höhe machen. Und nachdem sollte man eigentlich den Rest abgleiten können. Aber mal schauen. Nach dem Hammerschlauch hat mein Gerät angezeigt, es bräuchte noch eine Gleitzahl von 1:9 bis ins Goal. Mit kleinem Glück lenkt das ohne Aufdrehen. Ich hatte unterwegs immer mal wieder ein bisschen Steigen und mit dem Gas ein bisschen gespielt, für die Höhe möglichst gut mitzunehmen. So habe ich die einige überholt, die dort noch aufgedreht haben. Mit dem Steigen, das ich unterwegs noch mitgenommen habe, war für mich ziemlich schnell klar, dass das eigentlich gut müsste lenken.
So, der letzte Turnpoint habe ich genommen, der nächste ist die End of Speed Section. Also bis da zählt die Zeit. Jetzt habe ich mal rechts raufgeschaut und gesehen, dass wir da noch 2 auf den letzten Meter überholen können. Da bin ich dann prompt auf das Gas gestanden. Die hatten zwar noch etwas schnellere Schirme, aber es hat mir dann gerade noch gelangt, 1 Sekunde früher über die Linie zu fliegen. Jetzt musste ich nur noch das Goal holen und das war keine Sache mehr. Go im Go. Jetzt muss ich nur noch landen und dann ist alles gut. So, das war das mit den VGs Efingen. Das Fluggebiet war geil und die Komp war super. Jetzt bin ich mittlerweile zu 4 auf dem Camping. Wir haben hier gerade die Schweizer Meisterschaft. Heute hat es eben geschiffen bis am frühen Nachmittag, wegen dem hat der Task nicht stattfinden. Dafür hatte ich jetzt aber Zeit, das Video zu schneiden. Dieses Video habe ich jetzt komplett unterwegs geschnitten, wegen dem sind gewisse Sachen ein bisschen anders geworden. Beispielsweise habe ich das Intro vergessen mitzunehmen, wegen dem musste ich das nochmal neu machen. Gestern haben wir noch einen recht coolen und irgendwie auch speziellen Task fliegen hier an der Schweizer Meisterschaft. Vielleicht gibt es von dem nächstens auch noch ein Video. Und morgen sieht das Wetter auch wieder besser aus, dann können wir dann auch wieder fliegen. Okay, das wäre es dann langsam mal gewesen. Wenn du den Kanal noch nicht abonniert hast, wäre natürlich cool, wenn du das noch machen könntest. Das hilft mir. Und wenn du das Video hier noch nicht gesehen hast, es geht um meine Hassliebe zum Flachland im Jura. Also, bis zum nächsten Mal. Schönen zusammen.